Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zum Saigon Food Guide, zu einer neuen Episode. Wir befinden uns mittlerweile, wie man mal wieder sieht, in einer neuen Kategorie. Wir werden heute Gom Tam essen. Gom Tam ist ein sehr, sehr beliebtes Gericht in Saigon, also vor allem in Saigon. Und das ist ein Gericht, was übersetzt gebrochener Reis heißt. Und das bedeutet nicht, dass irgendwas wie der Teller oder sonst was gebrochen ist, sondern die Reiskörner an sich sind gebrochen. Also die sind keine ganzen Reiskörner quasi. Und das werden wir heute essen. Das wird gegessen, also der Reis wird gegessen mit einem Schweinekotelett, einem gegrillten Schweinekotelett, was im besten Falle mit einer süßen Marinade karamellisiert ist. Und es gibt noch ein paar andere Zutaten dazu. Das variiert dann jeweils, je nachdem wie man es bestellt, beziehungsweise je nachdem wo man es isst. Aber das ist so grundsätzlich das Gericht und darauf freue ich mich sehr. War gerade beim Friseur, bin jetzt ready und habe Hunger. Zu der Straßenküche, zu der wir jetzt gehen, das war lange Zeit meine liebste Gom Tam Straßenküche. Da habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Mittlerweile wurde die auch wieder abgelöst, genau wie der Bun Thit Nung Laden, von einem besseren Restaurant. Aber nichtsdestotrotz ist die Gom Tam Portion da sehr, sehr lecker und ich freue mich auch jetzt schon richtig drauf, weil ich da bestimmt seit 2 oder 3 Monaten nicht mehr war. Hoffentlich ist offen. Sieht aber so aus, ja, auf der anderen Straßenseite sieht gut aus und ich hoffe, dass das Wetter auch hält, weil ich glaube, man sieht nach Regen aus, aber gegessen ist in einer halben Stunde, das sollte passen. Straßenküche ist gefährlich bei Regen, weil da gibt es meistens nicht wirklich viel Dächer. Hier haben wir die Straßenküche und wie man sieht, könnte das nicht lokaler sein. In dieser Gasse ist auch tagsüber, beziehungsweise ich glaube nur in der Früh bis mittags rum, ein sehr lokaler Markt. Also wenn ihr dann mal da seid und mittags rum hier essen wollt, dann geht auf jeden Fall in diese Gasse rein. Das sieht immer so cool aus und ist immer sehr, 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 sehr chaotisch. Und man sieht auch schon den Grill, es riecht schon unglaublich lecker. Rồi, cho con một dĩa cơm sườn. Dạ. Sườn dạ. Thêm lạp xưởng. Lạp xưởng. Okay. Okay. Hier haben wir die Portion jetzt bekommen. Wenn es vielleicht ein bisschen dunkel ist, sieht man, glaube ich, sehr, sehr gut, dass das eine sehr große Portion ist. Ich habe mir hier eine Portion bestellt, also eine Portion gebrochener Reis übersetzt mit Schweinekotelett. Mit Cha, das ist gedämpftes Ei mit sehr, sehr vielen Zutaten, also Zwiebeln und ja, ich weiß gar nicht, was sonst alles drin ist, sehr, sehr viele Kräuter, das gedämpftes Ei und mit einer chinesischen Wurst, die mir persönlich ultra gut schmeckt. Die Portion kommt dann hier auch noch immer mit eingelegtem Gemüse, also das ist immer dabei und noch mit Frühlingszwiebeln oben drüber. Das Ganze wird dann noch serviert mit Suppe und mit Fischsoße, die wir natürlich hier gleich mal anrichten, mit ein bisschen Chili, wichtig. Und diese Fischsoße kommt jetzt hier drüber. Ich glaube, man sieht recht gut, dass das Fleisch sehr gut karamellisiert ist wieder. Deswegen packen wir das Fleisch zur Seite und packen die Fischsoße nur über den Reis. Dann hat man nämlich überall Geschmack. Hier die karamellisierte Marinade und dann die Fischsoße mit dem Reis. So, ich probiere erstmal den Reis mit der Fischsoße. Wie gesagt, ich habe das schon sehr, sehr lange nicht mehr gegessen hier, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder Flashbacks bekommen, weil die Fischsoße eigentlich bei jedem Restaurant ein bisschen anders schmeckt. Oh, was ich gerade gar nicht aufgezählt habe, was ich gleich gegessen habe, gleich auf meinem ersten Löffel hatte, ist frittierte Schweinehaut.
Hier, weiß nicht, ob ihr es seht, aber das macht so einen großen Unterschied. Boah, so ein heftiger Geschmacksträger, geil. So, das erste, was wir hier probieren, ist das gedämpfte Ei. Ja, heißt das. Das ist eigentlich so, sage ich mal, ja, so wird das standardmäßig eigentlich bestellt. Also Gomcheon heißt Reis mit dem Schweinekotelett und Gomcheon Ja ist dann eben mit diesem gedämpften Ei noch. Das schmeckt wie Rührei mit sehr viel Zwiebeln, Kräutern, also sehr gut. Das passt immer sehr gut dazu. Obwohl ich mittlerweile, muss ich dazu sagen, ich habe mir das jetzt für euch so bestellt, mittlerweile bestelle ich es mir fast nur noch, also Gomdam fast nur noch mit Spiegelei. Das werdet ihr auch beim nächsten Restaurant sehen, warum das so geil ist. So, dann probieren wir hier noch die Lapseung, die chinesische Wurst. Das ist eine, ja, wie soll ich das sagen, eine sehr spezielle Wurst. Die ist so ein bisschen säuerlich, sehr ölig, weil meistens halt in Öl gebraten wird, aber es schmeckt so gut. Und vor allem diese kleinen hier, die habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, immer nur hier bei diesem Restaurant, bei dieser Straßenküche. Probieren wir mal. Ich kann den Geschmack fast gar nicht beschreiben. Das ist wieder so etwas, was ich mit nichts, was ich bisher vorher gegessen habe, vergleichen kann. Deswegen, ja, man schmeckt so ein bisschen Zimt raus, man schmeckt sehr viele Kräuter raus. Es ist hier, vor allem die Lapseung heißt sie, ist sehr zart. Also wirklich so ein geiles Ding. Wow. Dann natürlich das Fleisch noch, was meistens nicht komplett geschnitten wird und was auch ein bisschen noch am Knochen ist, also wundert euch da nicht, das ist normal. Vietnamesen lieben Fleisch an Knochen. Das ist eines der wenigen Gerichte, wo ich drüber hinwegsehen kann. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein sehr zartes Fleischstück hier. Gegrillt in Perfektion, ich sag's euch. Ja, genial. Und dann die Kombination natürlich noch mit dem eingelegten Gemüse, so ein bisschen von diesem gedämpften Ei noch. Dann natürlich ein Stückchen Fleisch. Hier noch oben drauf und mit dem Reis dann noch. Das dann zusammen mit der Fischsoße, die schon über dem Reis ist. Sehr geiles Gericht. Und ein Muss, wirklich ein Muss für jeden, der in Saigon ist. Alles in allem ein Top-Gericht. Hier nochmal den Reis. Ich glaube, auf dem Foto sieht man es dann besser, aber ich glaube, so sieht man es auch. Das sind halt keine vollen Reiskörner, sondern eben gebrochene Reiskörner. Deswegen heißt es Gomdam, gebrochener Reis. Kleiner Sidefact noch. Gomdam, also der gebrochene Reis bzw. die gebrochenen Reiskörner, waren damals ja, Essen für arme Leute, beziehungsweise wurde auch oft nur an Tiere verfüttert. War quasi ein Abfallprodukt der Reisproduktion. Aber das Gericht wurde dann so beliebt und vor allem in Saigon so beliebt, dass es mittlerweile, ja, dass es das mittlerweile überall gibt. Das schon seit einigen Jahrzehnten. Das ist also eines der bekanntesten Gerichte Saigons. Das Gericht war super lecker. Ich bin jetzt auch gut gesättigt, war einiges an Reis. Und wie man, glaube ich, sieht, es fängt langsam aber sicher zum Regnen an. Dementsprechend werde ich mich jetzt erstmal irgendwo verstecken. Und dann werden wir entweder heute noch das zweite Gericht bzw. die zweite Portion essen oder morgen. Ne? Schauen wir mal, wie sich das Wetter entwickelt. Ist noch relativ früh, also ist noch nicht allzu spät. Bis später oder bis morgen. Ich habe den Regen brav abgewartet und jetzt können wir endlich zum Restaurant. Ich hatte nochmal echt viel Glück, weil ich mir einen Grab bestellt habe und so kurz vorm Regen noch nach Hause gekommen bin. Also das hat sehr gut geklappt, aber jetzt habe ich Platz für eine zweite Portion. Ist 1,5 Stunden später ungefähr und das passt ganz gut, weil dann habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Platz. Da auf der anderen Straßenseite
ist das gute Restaurant. Das ist wirklich die beste Com Tam Portion, die ich jemals gegessen habe. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Es ist mittlerweile echt spät, aber es ist immer noch so viel los hier. Selbst draußen, die ganzen Tische sind alle voll. Brutal. Und das nach 20 Uhr. Muss man auch erstmal schaffen als Restaurant. Hier haben wir jetzt die Portion. Und wie man schon sieht, haben wir hier das Spiegelei. Und ich zeige euch jetzt auch gleich, warum das Spiegelei hier so entscheidend ist, beziehungsweise das Spiegelei so viel besser ist. Ich meine, das Char, dieses gedämpfte Ei, schmeckt zwar auch gut, aber das Spiegelei ist wesentlich besser. Wir können ja hier die Fischsoße erstmal wieder drüber und dann kommt jetzt das ganz Entscheidende, das Spiegelei. Ich hoffe, ich kann das mit einer Hand gut zeigen. Oh mein Gott, das war perfekt. Da ist das Eigelb nämlich noch flüssig und das vermischt mit dem Reis dann ist wirklich göttlich. Also das ist so lecker und das macht die Portion noch mal besser. Dann probieren wir mal. Ich freue mich sehr. Auch wenn ich nicht allzu großen Hunger habe, ist trotzdem gut Platz da. Vor allem mit dem Spiegelei, wie ihr gerade gesehen habt, das perfekt aufgegangen ist, beziehungsweise perfekt flüssig ist in der Mitte. Das ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Erstmal so ein bisschen Reis mit dem Ei. Auch das Fleisch hier ist nochmal einen Ticken besser. Sehr große Stücke geschnitten, aber ich glaube, man sieht auch schon, das ist perfektes Fleisch. Perfekte Marinade hier. Jetzt hier die Mischung mit dem weichen Eigelb und dem Reis zusammen. Das ist wirklich das, was diese Portion so viel besser macht. Das schmeckt so geil. Wenn sich das mit dem Reis vermischt und dann mit der Fischsoße, die ich schon drüber gekippt habe, das ist wirklich perfekt. Diese Portion ist nochmal besser und auch die Beliebtheit dieses Restaurants zeigt auch, glaube ich, dass ich nicht alleine der Meinung bin. Immer diese frische Komponente mit den Gurkenscheiben ist auch immer sehr, sehr cool. Das ja, fügt das alles so perfekt zusammen quasi. Man bekommt auch immer so ein kleines Süppchen dazu. So eine Suppe mit Gemüse. Das hier ist jetzt so eine säuerliche Suppe. Ist aber auch lecker. Alles in allem auch eine Top-Portion und mein allerliebstes Com Tam in Saigon. Da müssen wir natürlich noch alles kombiniert probieren. So ein kleines Stückchen Fleisch, ich beiße gleich erstmal ab. Das sind nämlich sehr große Stücke, kombiniert mit dem Reis und dem Ei. Und dann vielleicht noch so ein bisschen eingelegtes Gemüse drüber. Dann hat man so den perfekten Löffel. So gut. Da bekommt man während dem Essen noch mal mehr Hunger, weil es einfach so lecker ist. Ich muss es euch noch mal zeigen. Hier mit diesem Ei, mit diesem weichen Eigelb, was wirklich... Ich habe noch nie ein Spiegelei gesehen, was so perfekt gebraten ist, wie hier bei diesem Com Tam Restaurant. Das könnte gar nicht besser sein. Es ist perfekt, das Eiweiß ist alles perfekt gebraten. Und nur die Mitte, also nur das Eigelb ist weich. Genial, also flüssig, perfekt. Das Restaurant hier macht übrigens erst um 18 Uhr auf. Also die verkaufen von 18 Uhr bis Mitternacht. Und dementsprechend zählt das auch als Com Tam Dame, also Com Tam in der Nacht, was ich euch vorher schon erzählt habe. Das ist eines dieser Restaurants. Das Restaurant hier ist wirklich eine 1+ mit Sternchen. Da könnt ihr absolut nichts falsch machen. Das Essen ist super lecker. Ich habe 2 Portionen Com Tam gegessen und ich habe während dem Essen noch mal Hunger bekommen bei der zweiten Portion jetzt hier. Das mit dem Spiegelei ist definitiv auch ein Gamechanger. Das solltet ihr auch probieren. Am besten beides, dann habt ihr den Vergleich und dann wisst ihr auch, wie ich das meine, beziehungsweise warum ich das Spiegelei mit dem flüssigen Eigelb besser finde. Ich bedanke mich, dass ihr das Video geschaut habt. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. 2 Com Tam Restaurants werde ich euch noch zeigen.
Und da könnt ihr auch gespannt sein. Da ist nämlich eins dabei, was auch ziemlich besonders ist. Da war ich auch ewig nicht mehr. Da freue ich mich aber drauf. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Wir haben die 250 Abonnenten geknackt. Das freut mich natürlich sehr. Ein Viertel ist geschafft. Dieses Jahr haben wir noch Zeit. Also 1000 Abonnenten dieses Jahr wäre sehr, sehr cool. Schauen wir mal, ob das klappt. Also, macht's es gut. Ciao, ciao.